Hallo und willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Toolset virtuelle Trainings für Ihr Unternehmen erstellen können. Ziel in diesem Training wird es sein, ein defektes Turbinenrad einer Wasserpumpe zu tauschen. Wir werden Ihnen zwei Varianten für die Erstellung des Trainings näherbringen. Bei der ersten Variante handelt es sich um eine lineare Arbeitsanweisung, das bedeutet, dass ein Montageschritt nach dem anderen gesetzt wird. Beginnen wir damit, das erste Objekt, das demontiert werden muss, zu selektieren. Da es sich bei diesem Objekt um ein Element handelt, das nur an der richtigen Stelle platziert werden muss, wählen wir im Transformers-Reiter den Punkt Basic aus. In der Rubrik Settings vergeben wir bei Name eine eindeutige Bezeichnung für den ersten Montageschritt. Hier ausgeführt mit dem Wort Schritt 1. Da wir eine Demontage der Wasserpumpe anstreben und alle Teile schon montiert sind, wählen wir noch den Punkt Init Part aus. Abschließend drücken wir den Knopf Spawn. Gratulation, Sie haben erfolgreich den ersten Montageschritt abgeschlossen. Fahren wir nun mit den weiteren fort. Selektieren Sie den obersten Schrauben, der den Deckel der Wasserpumpe fixiert. Da es sich hier um eine Schraubverbindung handelt, selektieren wir im Reiter Transformer den Punkt Verschraubbar. Auch hier vergeben wir wieder einen eindeutigen Namen für den aktuellen Montageschritt. Um die volle Kraft des Toolsets zu aktivieren, setzen Sie bei den beiden illustrierten Kästchen einen Haken. Mit dieser Aktion wird die AI aktiviert, die automatisch die logische Verbindung zum ersten Montageschritt setzt. Anschließend definieren wir noch, welche Schraubenart wir für den Vorgang verwenden wollen und wie tief dieser verschraubt ist. Abschließend drücken wir noch den Erstellknopf und nach der Neupositionierung der Schraube haben wir unseren zweiten Montageschritt erfolgreich abgeschlossen. Da wir hier eine lineare Montage umsetzen, selektieren wir jetzt die nächsten 3 Schrauben nach der Reihe und wiederholen den gezeigten Vorgang. Bei der Demontage in VR müssen die Schrauben dann in der exakten Reihenfolge gelöst werden, wie sie vorab definiert wurden. Als nächstes selektieren wir den Deckel und wandeln nach Eingabe eines Montagenamen diesen ebenfalls in ein Standardobjekt um. Danach wählen wir wieder unter Transformer den Punkt Verschraubbar aus und konvertieren den nächsten Schrauben in ein interaktives VR-Element. Im nächsten Schritt selektieren wir die Aufsetzkappe des Turbinenrades und konvertieren dieses ebenfalls in ein Standard-VR-Element. Abschließend wählen wir noch das Turbinenrad selbst aus und konvertieren dieses ebenfalls. Das Turbinenrad, das sich links am Tisch befindet, konvertieren wir in ein Standard-VR-Element. Diesmal jedoch nur in den Part. Bei der Vergabe müssen wir darauf Acht geben, denselben eindeutigen Namen zu wählen wie beim defekten und ausgebauten Turbinenname. Somit wird sichergestellt, dass das neue Rad an der richtigen Stelle platziert werden kann. Wenn alles geklappt hat, sollte jetzt unsere erste VR-Anwendung fertig erstellt sein. Beim zweiten Part dieses Tutorials erfahren Sie, wie man eine parallele Arbeitsanweisung mit dem Toolkit erstellt. Sehen wir uns jetzt gemeinsam an, was wir in wenigen Minuten erschaffen haben. Wie vorab beim Setup festgelegt, entfernen wir im ersten Schritt den Schlauchanschluss.
Im Anschluss greifen wir den Bohrschrauber und stellen den Aufsatz aufs Lot ein, um den ersten Schrauben zu entfernen. Bei kleinen Objekten ist es ratsam, die physikalischen Eigenschaften wie zum Beispiel der Schwerkraft zu deaktivieren. Somit bleiben die Schrauben nach dem Entfernen an Ort und Stelle und können nicht verloren gehen. Nachdem nun alle Schrauben in der richtigen linearen Reihenfolge entfernt wurden, lässt sich nun der Deckel entfernen. Nach Lösen der letzten Schraube kann die Kappe abgenommen werden. Im letzten Schritt entfernen wir nun das Turbinenrad und ersetzen dieses durch ein neues. Jetzt wird in umgekehrter Reihenfolge die Wasserpumpe wieder zusammengebaut. Durch eine visuelle Vorschau, welches Objekt als nächstes montiert werden muss, wird der Anwender spielend durch den Montageprozess geführt. Jetzt werden Schritt für Schritt wieder die Schrauben am Deckel befestigt. Sobald ein Montageschritt abgearbeitet wurde, wird der nächste automatisch freigeschalten. Wie beim Setup eingangs erwähnt, lässt sich der Montageprozess zu jedem Zeitpunkt umkehren. Das System erkennt die Intention des Anwenders und leitet automatisch alle notwendigen Prozesse ein. Im letzten Schritt befestigen wir noch den Schlauchanschluss und beenden damit unser erstelltes VR-Training.